Hallo, was geht? Oh shit. Also, guten Tag, hier ist Philipp. Ich will mich mal ganz kurz vorstellen. Und zwar mache ich den YouTube-Kanal von Jakob, wie vielleicht der eine oder andere schon bemerkt hat, dass da nicht Jakob selber am Werk ist, sondern jemand im Hintergrund redet und arbeitet und macht. Für mich geht jetzt eine große Reise los. Ich werde von heute an, heute haben wir Dienstag, den 28. Juni, Jakob in der Offseason vor uns begleiten, versuche alles Mögliche einzufangen. Seine Trainings, sein Essen, seine Zeit jetzt in Florida, sein Jugendcamp in Jacksonville und dann noch die letzten Tage vom Trainingscamp in Las Vegas. Genau, ich bin gerade in Frankfurt am Gate. Ich springe jetzt hier in den Flieger, fliege nach Miami und dort werde ich dann von heute an mit Jakob wohnen, seine Offseason in Fort Lauderdale begleiten. Dann geht es am 10. Juli von dort oder von Jacksonville aus nach dem Jugendcamp nach Las Vegas und mal sehen. So, ich habe mir jetzt hier einen Lift bestellt. Ich habe gerade mit Jakob telefoniert. Eigentlich wollte er mich abholen, aber der hat jetzt einen Pilates-Termin. Ich wusste schon, dass er irgendwas hat, deswegen ist gar kein Problem. Ich hatte gar keine Erwartungen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier einen Lift, der gleich kommt. Schwarzer Chevy. Let's go. Ich denke, ich muss mich mal eine Runde vorstellen, weil das vielleicht etwas komisch ist, dass hier Jakob Johnson YouTube-Channel aufgemacht wird und irgendjemand darauf vloggt und bei ihm rumhängt. Es ist ganz cool, mal so ein paar Fragen zu mir zu beantworten, die vielleicht mal schon mal vorwegnehmen, die sich vielleicht der eine oder andere stellt und genau. Jetzt mache ich mal kurz einen Check, ob das passt. Also, in welchem Verhältnis stehe ich eigentlich zu Jakob? Also Jakob und ich, wir sind Cousins, wir sind zusammen aufgewachsen, wir waren lange Nachbarn, bis er dann aus Stuttgart Richtung Filderstadt rausgezogen ist. Und genau, ich stand schon immer in Kontakt, bis er dann zur Highschool gegangen ist, hier nach Florida und er sozusagen die Reise angetreten hat. Aber ja, wir haben eine große Familie und wir haben alle ein sehr enges Verhältnis und alle sind mega stolz drauf, was Jakob erreicht hat und wo er jetzt gerade steht. Warum bin ich in Florida? Und zwar habe ich mir die Aufgabe, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Jakob sein Social Media und Content etc. ein bisschen auf Vordermann zu bringen, ihn zu unterstützen und ihm da unter die Arme zu greifen. Das mache ich jetzt auch schon seit einem Jahr circa. YouTube habe ich letzten Sommer in der Zeit jetzt gerade einfach mal aufgemacht, die ersten Trainingsvideos gefilmt und einfach mal just for fun rausgehauen und jetzt mittlerweile nimmt es schon ein bisschen mehr Gestalt an und ich denke, wir haben da auf jeden Fall eine Chance, ein geiles Produkt zu kreieren und was Cooles rauszuhauen, was YouTube Deutschland im Footballbereich noch nicht hat und wieso nicht mehr, wieso nicht coole Unterhaltung, wieso nicht mehr weitergeben, was Jakob hier so erlebt und lernen darf. Wie kommt man an so einen Job? Das ist eine gute Frage. Eigentlich kurz gesagt, Preparation meets Opportunity. Ich habe die Skills mir angeeignet, ich habe mich im Bereich Fotografie und Videografie gebildet und viel alleine gelernt und probiert und gemacht und dann kam es dazu, dass Jakob jemand brauchte, der für ihn was macht und so kam das eine zum anderen und jetzt sitze ich hier und bin gerade in Miami gelandet und wir shooten jetzt für die nächsten 3 Wochen bis zum Raiders Trainingscamp. Was mache ich eigentlich beruflich? Also ich bin selbstständiger Fotograf und Filmemacher aus Stuttgart. Ich
studiere Film- und Medienproduction und habe voraussichtlich nächsten Sommer meinen Bachelor. Mache ich selbst YouTube oder nur für Jakob? Ich mache selbst gar kein YouTube. Ich habe zwar immer mal damit geliebäugelt, YouTube zu machen, aber das ist da nie entstanden und ich dachte auch immer, dass die Privatsphäre auch wichtig ist. Aber ich bin umso stolzer darauf, dass ich es jetzt mit Jakob probieren kann und mal schauen, vielleicht wird daraus was. Da ich kein YouTube gemacht habe, aber trotzdem immer irgendwie nach einem kreativen Output gesucht habe, habe ich dann andere Wege gefunden. Habe ich schon mal gevloggt? Nein, ich habe noch nie gevloggt. Das hier ist tatsächlich das erste Mal, dass ich vlogge, beziehungsweise als ich jetzt in Frankfurt vor 12 Stunden am Gate saß, habe ich das erste Mal die Kamera so rum aktiv auf mich gehalten, mit dem Willen, das zu veröffentlichen. Genau. Wahrscheinlich ist es noch nicht so gut und noch nicht so ansehnlich wie bei manch anderem, aber man kann ja nur dazulernen und deswegen jetzt einfach mal Freischnauze draufhalten. Der Hintergrund dessen, dass ich jetzt auch noch ein bisschen Vlog dazu ist, dass ich nicht nur Jakob beim Training film mit Musik unterlege und das Tag für Tag raushau, sondern ich versuche auch mal ein bisschen mehr mitzunehmen. Einfach, was passiert zwischendrin, wie isst der, wie kocht er, wie macht er morgens sein Frühstück, was macht er für Recovery, was machen Jakob und Britney generell hier in Florida gerade, wieso ist er hier, wieso ist er nicht in Nevada geblieben jetzt für die Sommerwochen und das Ganze mal so ein bisschen tiefgründiger zu dokumentieren. Was ist die Intention hinter diesem Kanal? Also in erster Linie, um euch einen besseren Einblick in die Karriere und ins Leben von Jakob zu bieten, um euch footballerisch mehr Hintergrund zu zeigen und mehr Insights über die ganze Sache, die für ihn hier in den USA läuft, zu zeigen und dann natürlich auch noch, um Jakob eine weitere Plattform zu bieten, die zu wachsen und daraus vielleicht auch irgendwann mal einen Karrierezweig zu machen. Was habe ich eigentlich mit Football zu tun? Und dazu lässt sich sagen, ich habe im Grunde genommen nicht viel mit Football zu tun. Football kam eigentlich zu mir dadurch, dass mein Cousin professionell Football spielt, beziehungsweise dass er professionelle Karriere angestrebt hat. So vor circa 10 Jahren, knapp 10 Jahren, habe ich angefangen Football zu schauen, als Jakob an die Highschool ist und als es dann darum ging, kann er ins College, geht da was und so weiter. Da hat sich dann bei mir schon ein großes Interesse entwickelt und dann habe ich die alte SEC Games nachgeschaut und angefangen, mich voll mit College Football auseinanderzusetzen. Und genau so kam das dann zu mir. Also ich bin bei weitem kein Football-Experte. Ich würde sagen, ich bin erfahrener Zuschauer, aber habe selber noch nie Football gespielt. Die Frage ist, wie ist es eigentlich so, Jakob Johnsons Cousin zu sein? Und erstmal, ich bin nicht der Einzige, er hat viele Cousins und Cousinen in Deutschland und in den USA erst recht. Aber es ist natürlich super, es ist toll und seit 2019 ist es auch nochmal deutlich spannender geworden, seitdem es bei ihm wirklich mit der NFL so gut läuft. Und ich hoffe, dass er gesund bleibt, das ist immer das Wichtigste und dass es weiter gut läuft. Und drücken ihm die Daumen und versuchen ihn zu unterstützen, wo es geht. Vielleicht noch gut zu guter Letzt, ich sehe vielleicht aus wie komplett durch gerade, einfach weil ich saß gerade 10 Stunden im Flieger, bin heute Morgen früh aufgestanden, mit dem Zug nach Frankfurt gefahren und in meinem Kopf hat es jetzt eigentlich spät abends und jetzt ist hier aber nachmittags in Miami. Also habt Nachsehen mit mir. I like the football americano. Yeah, I like the. Hey Britney, how you doing? I'm okay. I heard you're a little sick. Ja, hab ein bisschen Erkältung, ja? Ja? Philipp ist gelandet. Genau, wir laufen erstmal zum Apartment. Wir sind hier in Aventura, Yeah. Florida. Hey Bro, Golfkurs. Bro, zum Thema YouTube und Kamera-Action Ja. und so weiter. Mir ist aufgefallen, weil ich jetzt nochmal in Footage vom Februar rumgesucht habe. Ja, Du hast im April Ja. bei Camp und bei VfB-Spiel Ja. schon viel besser Ja, mit der ja. Kamera agiert Ja. als im Februar. Bro, du hast ich- übel schnell gelernt. Bro, ich merke es jetzt immer mehr, Bro. Ich werde direkt die ganze Zeit einfach in diese Kamera reinlabern, Bro. Das ist der einzige Weg, damit du am Ende auch was zu schneiden hast. Hier Yeah. ist der Golfkurs direkt, Mann. Das ist übel fresh. Hier ist überall so, wie nennt man das? Es sind überall so Eidechsen Ja. und Waschbären, so Waschbärenfamilien sind hier oben in den Bäumen. Die Eidechsen sind auch, du hast kleine Eidechsen, du hast so riesigen Dinosaurier, die tun sich hier all der Sonne. Du siehst es.
What am I going to eat? What the fuck is that? I don't know. Some San Juan pastelitos. But we all have one of these. Oh no, those are the pastelitos. Damn. These are pastelitos. Not that you took this out of my hand. Yes, it's mine. That fucker. Bro. Bro, ich schau gerade das Video an. Ja. Du sagst hier, wir haben hier Waschbärenfamilien in den Bäumen. Ja, Bro. Ist es nicht eigentlich eine Plage? Ja, so, die sind, ja, das ist schon eine Plage, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als wir in Tennessee waren, da hatten wir bei uns im Apartment-Komplex auch immer Waschbären an der Trashcan. Ja. Aber hier sind die, ich saß hier zum Frühstück und dann klettern die hier um die Bäume hoch. Ja, Und, okay. Keine Ahnung. Ja, und ich glaube, das Wort, was du gesucht hast, war Leguane. Oder was sind das für Tiere? Ja, das Lizard. sind safe keine Eidechsen, die so groß sind. Lizards, Bro. Das heißt Lizard in Florida Language. Das ist einfach ein Lizard. Okay. Manche haben so einen Schwanz, der hat so Kringel. Yeah. Und manche sind einfach mehr so wie Drachen, weißt du? Ich meine mehr so ein bisschen groß. Okay. You know what I mean? Ja, okay. You know what I mean, bro. Okay, jetzt brauche ich noch ein Auto von Jakob. Ich komme so von hier oben und nerv dich. Hier ist nicht mal Licht, deswegen. Wait, what is this, your phone? Is that your phone? Das ist ein LED-Light. Oh. That's No. big. I need that. How much that cost? This costs like $60 in Europe. Okay, erster Tag, ab morgen geht Training los. Ab morgen geht's Training los. Wir haben morgen Pool-Workout. Ich bin hier gerade in meiner Bettdecke und meinem sehr freshen T-Shirt am Bilder runterladen, weil ich letzten Samstag beim Arm Day nach den Curls mein Gewicht auf mein Handy gedroppt habe und deswegen muss ich jetzt ein neues Handy einrichten. Also, das ist mein Plan für heute Abend. Wir sehen uns morgen früh im Pool. Philipp ist am Start. Es erinnert mich ein bisschen an unseren Roadtrip, ja, aber es ist jetzt Florida. Das heißt, es ist Off-Season 2022. Let's go.